ist wahrscheinlich nur eine bestimmte Halle und es ist die Anthem Show. Ist ein Indoor-Festival, okay. 2023 stand ich aus dieser Sicht vor der Bühne rechts. Ah, okay, verstehe. Für mich war mal der Begriff Festival der Begriff, der erklärt, dass das eigentlich ein Open-Air-Ding ist, mit vielleicht verschiedenen Hallen. Für mich ist eigentlich das eher ein Konzert. Your conscious mind is transported into a realm that borders the edge of the impossible. You embark on a voyage across the celestial canvas, hurtling through the vast infinity of space. The deep roars of galaxies dance in front of your eyes in a cosmic ballet of the unimaginable. Embrace the surreal and allow yourself to become breathless, beyond belief. Ich finde auf jeden Fall das Visuelle, finde ich richtig schön mit diesen Banden hier. Das finde ich wirklich richtig schön gemacht. Für das, dass es Indoor ist es eigentlich sehr cool gemacht. Haben sie viel rausgehauen damit, glaube ich. Schön im VIP-Bereich, war schon geil und die Flammen waren auch sehr warm und Boxen waren auch sehr gigantisch. Das hat alles im Körper vibriert. Oh, das mag ich ja gar nicht, wenn die Vibration durch den Körper geht. In Dortmund gibt es auch ein Indoor-Festival. Das geht über mehrere Hallen und in jeder Halle legen andere DJ aus. Delve into the anthem. Moin, Christian Fox. With Sub-Zero Wie Project. schön, dass sogar die Säulen hier beleuchtet sind. Chapters of celebration have turned into a maze of memories. This is Also ich muss schon sagen, rein optisch finde ich das schöner als die Blue Stage, die wir gesehen hatten von der DEFCON. Jetzt haben die sich natürlich auch auf diese eine Halle spezialisiert, dadurch haben die das natürlich mehr raushauen können als die DEFCON, die sich ja ganz breit aufstellt, aber so rein von der Stage her ist die viel cooler als diese Blue Stage. Oder war es die Red Stage? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist das eine Konzerthalle oder ein Stadion? Es sieht eher nach einer Konzerthalle aus für mich. Die Beats eben haben mich so zurück in die 90er geweibt. Okay. Also es ist deutlich härter, aber als die Mainstage der DEFCON. Das ist deutlich, es ist ein bisschen härter. Aber es klingt eigentlich noch ganz gut alles. Wowza. Das ist halt echt hübsch, auch aus deren Perspektive von den DJs. Wie hübsch. Ich bin
bin echt fasziniert, dass sie hier komplett, das ist, glaube ich, sind einfach nur freischwebende Elemente, ne, die sie hoch und runter fahren als zusätzliche visuelle Elemente, was ich super toll finde mit LED, dass das so einen nicen Effekt gibt, finde ich richtig cool. Oha. Reapers, this is your moment right here. Here we go. Hä, wie toll das ist mit diesen Blöcken einfach. Danke dir, Dennis. You already know, right? You know what you gotta do. Reapers. Let's go. Oha! Ich finde es so toll, dass sie das so kreativ nutzen, dass sie wirklich sich so eine wirkliche Performance alleine für diese Blöcke ausgedacht haben. Dass sie jetzt hier so kippen. Irgendwie ist das so toll. Warum haben das nicht mehrere von solchen Stages? Ich meine, du brauchst dann halt noch eine zusätzliche Person, die sich allein oder mindestens eine, wahrscheinlich mehrere. Geht ja nur Indoor. Ja, aber es gibt ja viele Indoor-Hallen. Auch bei der DEFCON hast du ja mindestens, ich glaube, 2 oder 3 Stages, die ja Indoor sind. Bestimmt sogar mehr, aber die mir jetzt gerade im Kopf sind es, glaube ich, 2 oder 3 Stück. Und da könnte man ja solche Elemente auch immer mit reinbringen. Die sehen echt cool aus. Oder dass man zumindest die Boxen, ich glaube, bei dem DEFCON war das doch so, dass die auch Boxen haben, die dann von der Decke irgendwie hängen. Dass die zum Beispiel LED bestückt irgendwie sind oder sowas. Selbst wenn sie sich nicht bewegen würden, wenn sie nur da hängen würden, finde ich dann alleine cool genug. The Prodigy and Heartstars here to show you the way. The creators, innovators, Sub-Zero Projects. Aber wie cool mittlerweile Festivals sind. Stell dir das jetzt mal vor 40 Jahren vor. Da war nicht mal die Hälfte an coolen Effekten dort. One more time, ladies and gentlemen. Give it up for Sub-Zero Project. Make some noise. Ich finde, wenn man das sieht, bin ich manchmal richtig dankbar, in welcher Zeitachse wir leben. Ich finde es total schön, einfach zu sehen, was es aktuell an Möglichkeiten gibt. Dass wir aber noch nicht an dem Punkt sind, wo viele Dinge aber auch wieder verboten sind oder nicht mehr gemacht werden, wegen auch natürlich auch zu rechten Aspekten, Lärmschutz und Artenschutz und Umweltschutz, wie auch immer. Natürlich ist ein Festival immer was auch für alle umliegende Tierwelten wahrscheinlich jetzt nicht so was ist, wo sie denken, oh geil, wir werden das mir hier weggeschrien, vor allem bei den Open-Air-Festivals mit Tausenden an Feuerwerken und alleine das hier aufzubauen und abzubauen, das kostet ja auch alles Unmengen an Ressourcen in jeglicher Hinsicht. Aber ich finde es total schön, halt sowas zu sehen. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann einen Punkt geben wird, wo es halt vielleicht weltweit größer eingeschränkt wird oder wo sich Länder auch teilweise nicht mehr leisten können oder Unternehmen nicht mehr leisten können, dann sowas zu machen. Es mitnehmen, solange es noch geht. Ich fand das Reverse Festival tatsächlich sehr nice.
So vom Aufbau her. Finde ich irgendwie was sehr Sehenswertes. Ich weiß nicht, ob ich Lust drauf hätte. Weiß nicht, ob die jetzt nur eine Stage haben und sich dann halt auf eine einzige Stage so zu beschränken. Und wenn da halt dann gerade in dem Moment eine Musikrichtung eingeschlagen wird, wo du sagst, boah, das fühle ich gerade nicht so, dann sitzt du halt da und musst es dir in Anführungszeichen dann auch anhören. Das finde ich natürlich bei der DEFCON halt sogar cool oder generell bei diesen großen Festivals, dass du die Möglichkeit hast, theoretisch dich auszuweichen oder einer bestimmten Song oder gerade Genre auszuweichen, wenn du gerade gar keine Lust darauf hast. Und wie ist es dort? Das geht auch mehrere Tage, ne? Schläft man dann dort irgendwo? Also haben die dort auch so dann Zeltplätze? Wie ist das gemacht bei dem Reverse Festival, weil es ja only indoor ist?